Moin Leute, ich bin's wieder, euer Sultai. Heute wieder mit einem neuen Video zu The Walking Dead Survivors. Ich habe lange überlegt, ob ich nochmal ein Hundevideo mache, aber ich habe mir so gedacht, ach Sultai, weißt du, ja komm, wir machen nochmal ein Hundevideo, ja, und zwar erkläre ich das Ganze nochmal aus meiner Sicht, weil ich habe etliche goldene Hunde getauscht und wieder vertauscht, ja. So dass ich nur noch ein paar goldene Hunde habe viel Erfahrung, das gebe ich euch jetzt weiter. Ihr seht im Hintergrund, wir fangen am besten mal da an, wo jeder anfängt, und zwar mit den täglichen Missionen. Ja? Ich habe sie hier schon erreicht, das seht ihr hier im Hintergrund. Sammle schnell die Belohnungen ein und dann holen wir uns mal die kostenlose Hunde aus dem Inventar in die Hundehütte rein. So, zack, fertig, so. Und aus diesem Mischmasch wollen wir jetzt epische Rottweiler machen. Ja? Und zwar gehe ich immer so vor, dass ich erstmal die grünen so tausche, dass ich immer einen blauen bekomme. Ja? Egal wie viel Skills. Es muss von grün erstmal auf blau hochgetauscht werden. Das seht ihr hier im Hintergrund, wie ich das anstelle oder mache. Ich achte dabei aber auch auf gar nichts. Außer auf, dass die Tiere eventuell gleich sind. Aber ansonsten tauscht, wie ihr lustig seid. Ja? Okay, gut. So, dann müssen wir noch den Rotti tauschen gegen oder mit den anderen Rotti. Und dann kriegen wir bestimmt auch wieder einen blauen raus. Aber sicher mit 4 Skills. So, jetzt haben wir aus dem Mischmasch ganz viele blaue Hunde. Ja? Das heißt, wir haben uns jetzt von grün auf blau hochgetauscht. Unser Ziel ist es jetzt, von blau auf episch hochzutauschen. Ja? Was mache ich hier? Wie achte ich drauf? Ich achte hier auf gar nichts. Ja, einfach immer nur das Ziel haben, von grün auf blau, von blau auf episch, von episch auf legendär. Gut, wie gesagt, ihr könnt auch durcheinander tauschen, das seht ihr hier. Ne, da hat man sogar ein bisschen Glück und man kriegt einen epischen mit. Alter, die Kampfkraft, ne, das ist zurzeit echt Wahnsinn. Wenn ihr darauf achtet, ihr kriegt echt Hunde raus, die fast 1 Million Kampfkraft haben. So, hier nochmal einen epischen, 940.000 und 6,5 Multiplikator, das ist schon nicht schlecht. Ja? Okay, gut, weiter geht's. Wir tauschen jetzt 2 Rottis. Mal gucken, ob wir da einen epischen rausbekommen. Okay, manchmal klappt das natürlich nicht. Wenn ihr keinen epischen bekommt, nicht so schlimm, ja. Tauscht immer weiter von blau, bis ihr einen epischen habt. So, was kriegen wir hier raus? 900.000, alles klar, Herr Kommissar. Okay, gut, dann versuchen wir erstmal weiter. Also, wieder kein epischer, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben einen richtig guten blauen bekommen. Den tauschen wir jetzt mit dem Rottweiler. Dürfte, glaube ich, auch kein epischer werden. Ich glaube nicht. Nee, richtig. Aber 910.000, 6,6 Multiplikator. Ne? Also zurzeit, das System haut da richtig geile Hunde raus. Okay, gut. Wir tauschen 2 epische, um einen legendären zu erhalten. Und wir kriegen aus einem 7-Skill-Hund ein, na gut, 2, 4, 6 aus wieder 7. Ist aber nicht so schlimm. Ja, immer weiter tauschen. Solange es möglich ist. 9 plus 7 sind 16 Skills mit 2 Fragezeichenfeldern. Mal gucken, was da rauskommt. Okay, ein epischer mit 2, 4, ja, oh, sollte eigentlich so schnell. Genau, mit 8 Skills. So, und jetzt werden wir versuchen, dass, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte unbedingt einen richtig geilen, legendären Hund haben und euch ist es scheißegal, dann tauscht so wie ich. Ja? Ich nehme einfach meinen 13 Skill Husky mit einem epischen und tausche ihn und bekomme einen Schieber mit guten Stats, ja, aber mit weniger Skills. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir müssen uns jetzt verabschieden von meinen treuen Weggefährten. Und zwar den ersten Schieber. Aber erstmal lade ich ein paar Rubine auf, will den hochleveln. Eigentlich könnt ihr auch tauschen, ohne zu leveln. Ich habe das hier nur gemacht, um zu gucken, wie hoch der Multiplikator die Kampfkraft erhöht und natürlich die Marschkapazität in den ersten, in der zweiten und in der dritten Reihe. Na? Okay, gut, das sehen wir hier. Der hat eigentlich, der hat eigentlich ganz gute Stats. Vorne 225. Hinten 269 und das ist schon nicht schlecht, ne? Okay, gut. Also, wir nehmen jetzt den Schieber, den wir ertauscht haben und natürlich den Schieber, den ich in der Formation hatte. Und hier ist was Besonderes, kann man das so sagen.
Ja, das werdet ihr gleich sehen. Und zwar beim Tauschen mit höherwertigen Tieren solltet ihr schon darauf achten, dass es viele Fähigkeitsfelder zu sehen sind in der Vorschau. Ne? Was ich damit meine, das zeige ich euch gleich. Wir nehmen ihn erstmal aus der Formation raus. So. Gehen wieder in die Hundehütte rein. So, entsperren ihn nochmal. Okay, die Skills, die bleiben erhalten. Ja, Ausrufezeichen. So, jetzt passt mal auf. Zack. So, er hat eine richtig viele Anzahl an Fähigkeitsfeldern. Und wenn das gegeben ist, wird es zu 99% immer ein legendärer. Ja, mit über 11 Skills. Ich habe jetzt hier 13 Skills und 1,245 Millionen und 6,9 Multiplikator. Also das, was ich vorher alles weggetauscht habe, hat sich gelohnt, weil ich habe jetzt einen Schieber, der mehr Skills hat, einen höheren Wertemultiplikator und eine höhere Kampfkraft, ja, mit den goldenen Skills wie vorher. Okay, also, was möchte ich euch damit sagen? Tauscht ganz in Ruhe immer von grün auf blau, von blau auf episch, und bei episch müsst ihr ein bisschen herumprobieren. Ja? Wenn ihr einen epischen Hund habt mit 10 und 9 Skills, hebt ihr euch auf, bis ihr davon so 4 bis 6 Stück habt, und dann versucht euer Glück, diese zu ertauschen. Ne? Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr durch meine Videos schon mal einen goldenen oder legendären Hund erhalten habt. Und ansonsten, wie gesagt, auch wenn es mal ein Fehl wird, also wenn ihr jetzt zum Beispiel zweimal 10 Skills epische Hunde habt und ihr tauscht die miteinander, es ist eigentlich immer ein goldener Hund. Ja? Wenn es mal kein goldener Hund wird und er geht zurück auf 9 Skills, drauf geschissen. Ja? Ihr wisst jetzt, wie es geht. Immer schön Step by Step hochtauschen, sammeln die epischen und dann wird getauscht zu einem legendären. Okay, die Skills, ne, die ihr gekauft habt mit Rubinen, die bleiben erhalten, aber vorher immer schützen lassen. Ja? Okay, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema Hunde oder Haustiere, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, ja, abonniert den Kanal, liken, und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, euer Sultai.